Jetzt geht's auf wie auf den Berg. Die Easy Rider Tour. Vollgas. Ist schon ziemlich geil zu fahren, der Pass. Ui, Ziegen. Ich glaube, da drüben sieht man bereits den Hai Wan Quan Pass, also den Wolkenpass. Praktisch da drüben, irgendwo, das muss er sein. Und da fahren wir dann drüber. Ja, warum heißt er eigentlich Wolkenpass? Diese Gebirgskette ist sozusagen die Wetterschneise zwischen Nord- und Südvietnam. Jetzt geht's auf wie auf den Berg. Der Berg ruft. Die Easy Rider Tour. Yeah, man. Ja, es gibt wirklich so Touren, die man fahren kann, die heißen, glaube ich, Easy Rider. Hier in Vietnam. So, habe hier mal kurz Halt gemacht. Die zwei Leute da vorne waren aus Deutschland, Frankfurt oder so aus der Gegend. Und ja, hier ist ein schöner Strand, ganz einsam, da kommt kaum einer hin. Und da ganz oben, so zwischen den Bergen, dort müsste der Pass sein, wo wir jetzt hinfahren. Dann geht's weiter. Ja, die Straße vom Pass schlängelt sich jetzt erstmal schön an der Küste entlang. Es gibt ein paar Kurven, aber da muss man vorsichtiger sein. Reifen sind nicht so gut, Straße ist nicht so gut, Dreck kann sein, LKWs kommen entgegen, LKWs stehen auf der Straße rum. Ja, hier sind richtig schöne viele Bäume. Da wurde früher im Krieg von Agent Orange wurde einiges beschädigt. Und schöne Kurven, Knieschleifen. Nee, besser nicht. Vollgas! Ist schon ziemlich geil zu fahren, der Pass. Schöne Landschaft. Gute Kurven hier. Da sieht man jetzt genau, da sieht man Da Nang. Ja, und da oben müsste dann das Ziel sein. Einfach mal ein bisschen genießen. Da oben kommt vielleicht noch eine Kehre. %10 Steigung. Ja, das sieht man jetzt halt schön. Den Strand nochmal. Und Da Nang. Ja, hier ist gerade eine ganze Gruppe von Engländern in der Showkurve. So, genau, hier der schöne Strand da unten. Dann Da Nang. Ja, geht fast die ganze Küste entlang. Irgendwo da hinten ist dann Hoi An. Die Marmorberge sehe ich sogar noch.
Da ganz hinten. Und weiter geht's auf den Berg. Der hat ein richtiges Moped, kann auch entsprechend fahren damit. Wir tuckern jetzt alle da hinterher. Schauen wir mal, was uns da oben auf dem Pass erwartet. Ich vergesse immer das Visier zuzumachen, damit man mich besser versteht. So, jetzt sind wir oben. Schauen wir mal, was gibt's hier denn Schönes? Ja, nicht viel. Kaufen hier, kaufen da, anschauen da. Ich glaube, da brauche ich nicht unbedingt viel anschauen. Aha. Aber meinen Rucksack sollte ich wieder zumachen. Und jetzt geht's wieder bergab. Diese ganzen Meute hinterher oder vorbei, mal schauen. So, immer schön beide Bremsen einsetzen, ein bisschen Motorbremse nutzen. Ist ja blöd, wenn bergab dann immer das Gas so hängen bleibt. Ja, ja, ja. Yeah. Shit. Wow, bin ich wieder irgendwo drüber gefahren. Ah, der Auspuff bollert so schön. Bollert und blubbert. Da ist wahrscheinlich jetzt wieder so ein Aussichtspunkt. Kann man ja vielleicht anhalten. Oder ist doch keiner? Oder doch? Yeah, noch eine Honda Win. Schön. Ja, kann man weiterfahren. Wir kehren. Blubbert so schön, der Leo. Ah, herrlich. Falls ihr denkt, ich schaue dann die ganze Zeit auf den Auspuff. Nein, man kann ja die Augen unabhängig vom Kopf bewegen. Ich richte einfach meinen Kopf aus oder den Kopf. Und dann schaue ich einfach
zur Seite. Das ist kein Hexenwerk. Hue City! Ui, Ziegen! Nicht in die falsche Richtung schalten. Sudelfeld Vietnams oder der Kesselberg Vietnams oder ja, das sind so die Hausstrecken bei München. Man kann natürlich noch weiter in die Berge rein und Großglockner, Stilfserjoch, Timmelsjoch und wie sie alle heißen. Hallo Kuh. Das sieht schon etwas gefährlich aus. Kann man gut ausrutschen. So, hopp, hopp, hopp. Ja, da vorne sieht man schon wieder den Highway 1. Da werden wir gleich wieder dazu stoßen. Und dann geht es nur noch ein kleines Stückel nach Hue, Juhe. Einmal über die Gleise. Jo.